Depressionen erkennen und überwinden. Depression ist die häufigste psychische Erkrankung. Fast jeder Fünfte erleidet mindestens einmal im Leben eine Depression. Welche Ursachen und Risikofaktoren haben Depressionen? Depressionen können genetische Ursachen haben. Das bedeutet, eine Veranlagung wird vererbt. Negative Erfahrungen, vor allem in der Kindheit, wie Missbrauch oder Vernachlässigung, können Einfluss haben. Ein Ungleichgewicht der Botenstoffe im Gehirn, der sogenannten Neurotransmitter, kann für Depressionen verantwortlich sein. Auch bestimmte Medikamente können Depressionen auslösen. Langanhaltender Stress kann eine Depression verursachen. Ebenso kann ein Verlust der Arbeit oder eine Trennung Auslöser sein. Auch eine schwere Erkrankung kann Ursache sein. Wie erkennt man eine Depression? Was sind Anzeichen und Symptome einer Depression? Betroffene zeigen oft eine ausgeprägte Niedergeschlagenheit. Sie fühlen sich sehr traurig. Die Interessen lassen nach. Zum Beispiel machen sportliche Betätigungen keinen Spaß mehr. Man hat keine Lust mehr auszugehen oder Feste mit Familien oder Freunden werden vermieden. Ein weiteres Symptom ist Energielosigkeit. Man fühlt sich ausgepowert und ist schnell erschöpft. Oft tritt eine außergewöhnliche Müdigkeit auf. Trotzdem bestehen Schlafprobleme. Ein typisches Symptom der Depression ist vermehrtes Grübeln. Die Gedanken kreisen immer wieder um dasselbe Thema. Außerdem wird weniger Freude empfunden und oft tritt ein morgendliches Stimmungstief auf. Ein Anzeichen einer Depression ist, wenn alles sinnlos und hoffnungslos erscheint. Betroffene haben weniger Appetit und dieses führt oft zu Gewichtsverlust. Das Bedürfnis nach sexuellem Kontakt lässt nach. Es fällt schwer, sich zu konzentrieren. Die Leistungsfähigkeit ist vermindert. Betroffene haben das Bedürfnis, sich zurückzuziehen. Wenn mehrere dieser Symptome zutreffen, handelt es sich dann um eine Depression? Wenn die Symptome nicht lange anhalten, handelt es sich nicht um eine Depression, sondern um eine depressive Verstimmung. Eine depressive Verstimmung ist etwas völlig Normales und verschwindet relativ rasch wieder. Wenn aber mehrere dieser Symptome länger als 2 Wochen anhalten, dann könnte tatsächlich eine behandlungsbedürftige Depression vorliegen. Was hilft bei Depressionen? Wie kann man eine Depression überwinden? Günstig ist eine möglichst frühzeitige Diagnose. Man sollte nicht zu viel Zeit verstreichen lassen. Dann ist eine Depression im Allgemeinen sehr gut und erfolgreich therapierbar. Es ist wichtig, Anzeichen einer Depression ernst zu nehmen. Suchen Sie sich professionelle Hilfe. Sie können zum Beispiel einen Arzt aufsuchen, vielleicht Ihren Hausarzt, oder gehen zu einem Psychologen. Jede Behandlung einer Depression sollte eine Psychotherapie beinhalten. Eine Psychotherapie kann Ihnen helfen, Symptome zu reduzieren, Belastungen zu bewältigen und wieder mehr Zuversicht und Lebensfreude zu erlangen. Bei einer mittelgradigen bis schweren depressiven Episode sollte zusätzlich zu einer Psychotherapie eine medikamentöse und ärztliche Behandlung durchgeführt werden. Bewegung. Eine Auswertung aller bekannter Studien lässt vermuten, dass Sport ebenso gut helfen kann wie Medikamente. Es kann sehr hilfreich sein, mit sehr guten Freunden und der Familie zu sprechen, die einen dabei unterstützen können, den Weg aus der Depression zu finden. Licht. Es konnte nachgewiesen werden, dass die Lichttherapie eine wirksame und gut verträgliche Behandlung von Depressionen darstellt. Da viele Betroffene an Schlafstörungen leiden, ist es hilfreich, für gute Schlafbedingungen zu sorgen. Es sollte auf eine gesunde Ernährung geachtet werden. Junkfood sollte vermieden werden.
Als besonders empfehlenswerte Nahrungsmittel gelten Bananen, Avocados, Eier, Lachs, Spinat und Trockenfrüchte. Es hilft, das Grübeln zu stoppen. Ein immer kreisendes Gedankenkarussell sollte beendet werden. Wenn Sie Anzeichen einer Depression haben oder unsicher sind, ob bei Ihnen eine Depression vorliegt, nehmen Sie rechtzeitig fachliche Hilfe in Anspruch. Die meisten Depressionen sind heilbar